Hallo zusammen und ja, heute mal wieder ein ganz spezielles Video, denn ich möchte mal ein bisschen ausholen, was eigentlich zusammen bedeutet. Zusammen heißt ab heute, beziehungsweise speziell für dieses Video vorerst mal, wie es jetzt weitergeht, das werdet ihr gleich noch erfahren, heißt erstmal Hallo YouTube und Hallo DTube. Ja, was zur Hölle ist DTube, warum bin ich da jetzt auch und inwiefern wirkt sich das jetzt aus und wie funktioniert das Ganze eigentlich auch überhaupt? Das möchte ich heute mal ein bisschen klären, beziehungsweise angefangen mit dem Grund für meinen, naja, zumindest meinen Account bei DTube. Ich möchte nicht Wechsel sagen, weil ich ja nicht von YouTube weggehe, aber dafür, dass ich halt auch bei DTube jetzt ab sofort bin. Okay, also folgendes Szenario. Wir haben bei YouTube, oder ich habe bei YouTube seit langem einige Probleme, nennen wir es einfach mal. Ich bin nicht ganz zufrieden. Das liegt vor allem daran, dass YouTube von Werbung abhängig ist. Und dieses Problem gibt es bei DTube nicht. Jetzt lasst mich kurz mit diesem YouTube-Dingens ausholen. Falls ihr eh schon wisst, was ich sagen will, überspringt ihr das ganz einfach. Ich habe ja schon im Discord ein bisschen gekotzt. Jetzt kotze ich hier in dem Video auch nochmal. Das heißt, ihr könnt auch ganz gerne einfach überspringen. Und zwar, YouTube hat folgendes Problem mittlerweile. Seit der neue CEO dran ist, haben die irgendwie gemeint, ja, sie müssen jetzt alles ändern, was eigentlich selten eine gute Idee ist. Denn ja, bei YouTube gibt es jetzt die sogenannten nur noch eingeschränkt monetarisierbaren Videos. Das bedeutet, wenn jemand Werbung bei YouTube sozusagen anbieten möchte, das heißt, er zahlt dafür natürlich auch einen Haufen Asche, dafür, dass er Werbung zeigen kann oder von sich Werbung machen darf, sozusagen. Dafür zahlt er richtig viel Kohle und jetzt haben sie das Feature eingefügt, ja, er darf jetzt entscheiden, auf was er werben möchte. Das bedeutet, wenn jemand, also es gibt kritischen Content, nennt man ihn jetzt einfach mal. Und dieser kritische Content, der habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, hat relativ fett eingeschlagen. Das Ganze wurde jetzt mit Machine Learning noch besser gemacht, Anführungsstrichen bitte. Und ja, ich habe vor ein paar Tagen mal wieder ein paar neue Videos hochgeladen, das waren so circa 40 Stück. Und davon wurden ungelogen mehr als 30 als nur eingeschränkt monetarisierbar gekennzeichnet. Das war zu dem Zeitpunkt, wo ich das Hacken mit Python Video rausgebracht habe. Das wird gleich noch interessant. So, von diesen 40 Videos war ein einziges Video Hacking und Hacking an sich ist ja auch nichts, was irgendwie illegal oder sowas wäre, sondern nur illegal ist, wenn man es halt macht wie Einbrechen oder sowas. Man kann sich durchaus mit Einbrechen beschäftigen, man sollte sich dann aber auch mit der Sicherheit der Wohnung sozusagen beschäftigen. Das heißt, man möchte die Abwehr stärken. Und ja, die sehen halt Hacking als generell kritisches Thema, das heißt, ich darf da irgendwie keine Werbung draufschalten. Oder es wird einfach keine Werbung draufgeschalten. Das entscheidet einfach mal YouTube und das ist nicht gerade geil, denn Bitcoin und Python und PyTorch und JavaScript, also jetzt wisst ihr ungefähr, was ich in den nächsten paar Tagen hochladen werde, oder ein paar Wochen besser gesagt, das sollte doch wohl eigentlich nicht irgendwie kritisch sein. Das heißt, Bildung im Endeffekt wird von YouTube als kritisch angesehen. Also ich meine Bitcoin-Tutorials, komm schon, JavaScript-Tutorials, was zur Hölle? Und PyTorch ist genau dasselbe. Also ich meine, was ist los mit YouTube? Ganz ehrlich, die entscheiden, dass irgendjemand bei mir dass irgendjemand die Wahl hat, bei mir einfach keine Werbung zu schalten, weil es halt kritischer Content ist. Dabei ist er nicht mal kritisch. Und das ist wirklich unglaublich nervig. Deswegen, ja, meine Probleme dürften klar sein. Vor allem, da ich ja nicht entscheiden darf, ob ich jetzt irgendwie jemanden nicht haben möchte. Ich hatte vor einer Weile mal das Glück, ich habe einen Kommentar auf Python beantwortet und da habe ich natürlich auch meine eigene Werbung mal wieder ins Gesicht bekommen und da sehe ich doch gerade, dass jemand einen Kurs anbietet zu Python auf meinen Python-Tutorials vorne dran. Ich kann nicht sagen, hey, ich will diese Werbung nicht haben. Die können sagen, oh, wir wollen keinen kritischen Content. Warum? Ich finde das ganze Konzept ein bisschen abartig, vor allem da wir sozusagen, also wir YouTuber, ich mache jetzt einfach mal ein Wir draus, auch wenn ich nicht so groß bin, sage ich jetzt mal, aber wir YouTuber sind sozusagen die YouTube powern. Wenn wir alle weg sind, dann ist YouTube, naja, nichts. Das heißt, was ist los? Also ganz ehrlich. Okay, naja, auf jeden Fall in der letzten Zeit, und das weiß ich, da ihr ja relativ engagierte Menschen seid im Bereich IT und so weiter. Es gab ja einen Angriff durch tatsächlich Ads. Und diesen Ad-Angriff, ich habe den selber nicht ganz wirklich, ich habe nur überflogen, deswegen habe ich auch nichts dazu gepostet oder sowas. Aber da gab es scheinbar einen Angriff, der über Ads gekommen ist. Das heißt aber nicht irgendwie richtige Ads, also nicht Video-Ads, die man auf YouTube bekommt, sondern halt einfach ganz normale Ads. Und also Werbung im Endeffekt. Und da gab es einen Angriff, der eben da auch drauf gegangen ist. Irgendjemand wird wahrscheinlich in den Kommentaren wieder genau Bescheid wissen. Das heißt, bitte einfach mal schreiben und ja, dann einfach mal da unten lesen.
darum soll es jetzt hier nicht gehen, aber seit dieser Angriff eben bekannt geworden ist, habe ich so wirklich gesehen, wie in einer schönen Kurve meine Einnahmen auf YouTube absolut quasi null erreicht haben. Also sie sind wirklich um 50% zurückgegangen. So, und ich suche ja schon länger nach einer Alternativen für YouTube und jetzt habe ich tatsächlich hier was gefunden und das ist DTube. DTube ist allerdings nicht wirklich eine Alternative für mich, komme ich gleich darauf. Ich will jetzt euch erstmal kurz erklären, wie das Ganze funktioniert. Vielleicht ist es für den einen oder anderen, der Videos erstellen möchte, der bloggen möchte, auch sehr interessant. Also bloggen auch im Sinne von Text, denn DTube bzw. Steemit ist das ganze Netzwerk, ist erstmal für Text gedacht gewesen. Steemit ist Blockchain-basiert, das heißt, es ist eine eigene Kryptowährung, nennt sich Steem, könnt ihr gerne mal googeln, allerdings mit Doppel-E geschrieben, also S-T-E-E-M. Und ja, Steem ist relativ geil, weil es ist quasi hochinflationär. Das heißt, es kommt einfach die ganze Zeit mehr Steem raus und diese Steem werden einfach an die Blogger verteilt. Also quasi die neu gedruckten Steem werden an die erfolgreichsten Blogger verteilt. So, soweit erstmal die Theorie. Das heißt, wenn ich jetzt einen Blog-Eintrag schreibe, dann bekomme ich dafür Steem. Oder auch ein Video poste. So funktioniert das ja. Es gibt keine Werbung, absolut gar keine. Das ist auch das Geile. Und die Anmeldung ist völlig kostenlos und man kann quasi einfach durch Bloggen oder Videos posten Geld verdienen, ohne irgendwas dafür zu brauchen. Also gar nichts, außer natürlich Leute, die es mögen. Denn ja, Steem wird nach dem Prinzip Proof of Stake gedruckt, in Anführungsstrichen, also erstellt, besser gesagt. Aber dazu noch ganz kurz vorher die Steemit-Posts, also die Posts in den Blogs auf Steemit, die man automatisch übrigens bekommt, wenn man sich angemeldet hat, die können komplett in der Blockchain wiedergefunden werden. Das heißt, die kompletten Posts in den Blogs sind auf der Blockchain von Steem. Und das ist schon irgendwie faszinierend. Das geht natürlich mit Videos nicht. Die Videos liegen immer noch zentral auf einem Server, der gemietet wurde. Und ja, der muss auch bezahlt werden. Der wird dann aber auch in Steem bezahlt, soweit ich das weiß. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher. Und aber die Metadaten von den Videos, die liegen immer noch auf der Blockchain. Das Tolle ist jetzt natürlich, es kann niemand mehr, vor allem die Blog-Einträge, also die können einfach nicht mehr gelöscht werden, weil sie einfach fest auf dieser dezentralen Blockchain drauf liegen. Das heißt, wenn jemand was bloggt, dann ist das einfach auf der Blockchain drauf und das kriegt man dann nicht mehr runter. Das ist wie mit alten Bitcoin-Transaktionen, habe ich euch ja schon lang und breit erklärt. Genaue Theorie und so weiter zu Steemit und wunderschöne Folien folgen natürlich noch. Das machen wir dann, wenn wir ein paar andere Kryptowährungen noch behandelt haben, wahrscheinlich. Aber das dauert auf jeden Fall. Deswegen hier nur ein ganz kurzer Einblick sozusagen. Okay. Und wie wird jetzt das Geld verteilt? Also es wird quasi immer neues Steem generiert und dieses Steem lässt sich natürlich auf Austauschplattformen, dazu auch nochmal separates Video und so weiter, jetzt hier wirklich nur ein grober Überblick, dieses Steem lässt sich auf Austauschplattformen austauschen und zwar in Steem Power und Steem Dollar. Steem Dollar, naja, das ist so eine Währung, die wirklich genau ein Steem Dollar ist $1 wert, also ein US-Dollar. Das heißt, ihr könnt das Ding für 1:1 quasi, also nicht ganz, aber theoretisch ist es so gemacht, dass ein Steem-Dollar ein US-Dollar wert ist. Manchmal wird es drüber gehandelt, weil Steem gerade ein bisschen abgeht, aber okay. So, und Steem Power ist jetzt sozusagen eingefrorenes Steem. Und mit diesem eingefrorenen Steem könnt ihr voten. Das heißt, ihr habt auch tatsächlich am Anfang schon ein bisschen Steem Power. Das ist jetzt hier meine Steem Power. Jetzt benutze ich tatsächlich mal das Video. Bisher war es ja eher so ein Podcast ähnlich, aber warum eigentlich nicht? Dazu komme ich aber auch gleich noch. Okay, ihr seht, ich habe 0,5 Steem Power direkt einfach durch meine Anmeldung bekommen. Und wenn ich jetzt irgendjemanden vote, das heißt, wenn ich mir jetzt ein Video angucke und upvote, dann bekommt der ein kleines bisschen Dollar. Jetzt gehen wir mal ganz kurz auf die Startseite von DTube. Da sehen wir, dass hier überall Dollar geschrieben stehen. Das sind übrigens keine 47.373 Dollar, sondern 47,373 Dollar. Und wenn ich jetzt dieses Video gucke und like, dann kriegt der halt ein bisschen was davon. Oder ein bisschen was eben nochmal zusätzlich. Das kostet mich rein gar nichts. Das heißt, wenn ihr euch da anmeldet, dann habt ihr sozusagen einfach die Macht zu entscheiden, wer jetzt genau bei den neuen Steem wirklich auch was bekommt. Und das ist ziemlich geil, weil ja, die Likes sollen ja natürlich ausdrücken, wie gut ein Video ist. Also sagt man einfach, hey, ich finde dieses Video gut, also bekommt er ein bisschen mehr von den Steem-Dollar, die jetzt eben gerade, nicht von den Steem-Dollar, sondern von den Steem, die einfach gerade hier gedruckt werden sozusagen. Okay, und ja, jetzt sind wir hier im Proof of Stake. Jetzt gehen wir nochmal kurz zurück auf meine Seite, wenn ich da hinkomme. Genau hier. So, dieses Steem
Power, die beeinflusst, wie viel man geben kann. Und ich habe tatsächlich schon hier ein paar Likes gesehen, also man kann auch sehen, wer ein Video geliked hat. Die haben tatsächlich unglaubliche $123 einfach so jemandem gegeben, ohne dass sie wirklich ausgegeben haben. Ihr könnt hier mit mit dieser Voting Power, könnt ihr circa alle 2,4 Stunden einen Like abgeben und somit sagen, der bekommt jetzt einfach, also wenn ihr wirklich viel Steam Power habt, könnt ihr sagen, der bekommt jetzt von mir aus einfach $100 von mir, ohne dass es mich irgendwas kostet. Alle 2,4 Stunden. Das ist schon echt hart. Und ja, das ist auch irgendwie so ein bisschen faszinierend. Und deswegen würde ich einfach jeden von euch, ich habe jetzt hundertprozentig irgendwelche Sachen vergessen, aber ich würde einfach jeden von euch empfehlen, sich da mal anzumelden. Das Ganze braucht allerdings Zeit und da kommen wir schon zu den Nachteilen. Also ich habe mich jetzt registriert, das war glaube ich letzten Montag oder sowas, wo mich YouTube so angekotzt hat, habe ich mich bei DTube registriert, beziehungsweise bei Steemit, also im Steam-Netzwerk. Und das war erstmal relativ schnell gemacht, aber dann wird euer Konto manuell überprüft, also wirklich von einer Person, die nachguckt, ist das jetzt eine wirkliche Person oder ist das irgendwie ein Fake-Profil oder sonst irgendwas. Ihr müsst auch eine Telefonnummer angeben, was natürlich für Blockchain-basierte Technologien nicht ganz so geil ist, aber ich kann es verstehen, ich meine, das ist eine Videoplattform, da kann einfach jeder hochladen, was er möchte. Und man muss auch irgendwie die Chance haben, jemanden dran zu kriegen, wenn er jetzt, sagen wir mal, die ganze Zeit irgendwelche Filme hochlädt oder sowas. Das schadet natürlich dem Steam-Netzwerk enorm. Und deswegen braucht man hier eine Handynummer, das heißt, über die Handynummer kann man wieder Rückschlüsse ziehen, wer es jetzt war und dann ist das Ganze natürlich easy. Okay, und ja, ich würde euch tatsächlich einfach mal jedem empfehlen, sich da einfach anzumelden und ja, dann einfach mal eure Voting Power vielleicht zu verbessern, indem ihr selber bloggt. Ihr könnt natürlich auch einfach das Zeug wieder in echte Dollar umwandeln, also ihr könnt quasi Geld generieren. Das ist das Coole daran. Und ja, ihr könnt mich auch einfach mal auf DTube abonnieren und dann schauen wir einfach mal ein bisschen. So, jetzt, was genau habe ich mit DTube vor? Und das ist jetzt wahrscheinlich die Frage, die euch am allermeisten unter den Fingernägeln brennt. Denn DTube ist folgendes Problem speziell für mich jetzt. Ich mache deutsche Tutorials, ja. Die sind, wenn sie rauskommen, nicht unbedingt viel geklickt, sage ich jetzt mal. Also ich meine, ich schaffe mit meinen Tutorials mit dem besten Tutorial schaffe ich 1000 Views in einer Woche. Und wenn ein neues Video rauskommt, dann schafft das vielleicht so 500 Views im Durchschnitt. Vielleicht auch mal, wenn es ein richtig gutes Video ist, 1000 Views im Durchschnitt. So, das ist natürlich jetzt, wenn es rauskommt, nicht besonders viel. Und das Problem bei DTube ist, dass diese Likes, beziehungsweise auch die Einnahmen natürlich, dann, weil die Einnahmen quasi an die Likes gekoppelt sind, die gehen nur in den ersten 6,5 Tagen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Video hochlade, hat jeder von euch oder jeder, der mich quasi gucken will, hat 6,5 Tage Zeit, mir ein Like dazulassen und dann bekomme ich dafür was. Danach ist das Video, als wäre es nie da gewesen. Man kann es immer noch angucken, aber es generiert sozusagen kein Geld mehr. So, bei Tutorials ist es natürlich so, dass also ich meine, 500 Views, wenn man es hochlädt, ist sackig wenig, sage ich jetzt mal. Aber wenn ich meine Tutorials eine Weile da lasse, so über 3-4 Jahre oder sowas, dann sind die schon ganz gut geklickt, wenn man jetzt mal so das Durchschnittsvideo anguckt, würde ich mal so behaupten. Und das ist natürlich für DTube jetzt nicht gerade geeignet, denn bei DTube geht es wirklich nur darum, möglichst schnell viele Views zu bekommen. Wir kommen gleich nochmal auf dieses Thema zurück. So, das heißt, was ich jetzt hier probieren möchte auf DTube, ist einfach anderes Zeug. Also natürlich Hacking oder sowas wird ab sofort zuerst auf DTube vermutlich erscheinen. Ich bin mir noch immer nicht ganz sicher, wie ich es jetzt machen will. Ich will es einfach wirklich erstmal ausprobieren und euch davon in Kenntnis setzen, weil ich meinen Account haben, das sollte wirklich jeder. Kostet ja auch wirklich gar nichts. Und ich überlege immer noch, wie ich das Ganze jetzt perfekt unterkriegen kann. Meine Tutorials werden auf jeden Fall natürlich weiterhin auf YouTube kommen, aber ich überlege mir, ob ich nicht vielleicht auf DTube einige Tutorials vorher mache. Man kann auf DTube auch Videos löschen. Da überlege ich, ob man vielleicht für diese 6,5 Tage das Video auf DTube hochlädt und danach erst auf YouTube hochlädt und dann auf DTube wieder löscht oder ob man es auf DTube drauf lässt. Und ich überlege noch, ob ich das Ganze einfach vorerst zumindest, und das werde ich jetzt wahrscheinlich auch so machen, vorerst mal so ein bisschen als Blog sozusagen benutze. Das heißt, wenn ihr die volle Dröhnung Morpheus wollt, dann nehmt ihr mich einfach da mit sozusagen. Da könnt ihr dann quasi nachgucken.
keine Ahnung, irgendwelche verrückten Ideen. Also ich habe ständig irgendwelche verrückten Ideen und die werdet ihr dann wahrscheinlich da bekommen. Vielleicht auch mal ein paar witzige Gaming-Videos oder keine Ahnung. Ich habe ständig irgendwelche total bescheuerten Einfälle und da rede ich dann vielleicht einfach mal so ein bisschen drüber. Also keine Ahnung, so total bescheuertes Zeug halt. Aber auch natürlich weitere Tutorials oder sowas, die ich dann, also Sachen, die ich auch nicht unbedingt immer auf YouTube hochladen würde, werde ich jetzt einfach mal bei YouTube probieren. Und ihr könnt mir dann dort schreiben, was jetzt ihr davon haltet und vielleicht mache ich dann auch ein bisschen was auf YouTube. Ich weiß es noch nicht, keine Ahnung. Naja, kommen wir nochmal kurz zurück auf diese unglaublichen Einnahmen hier. Also ich meine, man sieht hier $753 generiert in 2 Tagen, $841 generiert in 3 Tagen. Das Ganze ist nicht ganz so zu betrachten, wie es auch wirklich hier steht. Denn es gibt sogenannte Steam-Bots. Und diese Steam-Bots, ich persönlich mag sie nicht, aber sie scheinen hier im Netzwerk sehr, sehr gut angenommen zu werden. Das heißt, ja, vielleicht habe ich es auch einfach noch nicht ganz begriffen. Man möge mich bitte aufklären, falls das so ist. Aber diese Steam-Bots, denen kann man sozusagen sagen, hey, hier hast du 50 Steam-Dollar. Vote mich mal ab. Und dann votet der Steam-Bot sozusagen das Video für 50 Steam-Dollar ab. Das heißt, diese Steam-Bots haben natürlich sehr, sehr viel eingefrorenes Steam-Power. Das heißt, ein Upvote ist dementsprechend auch viel wert. Und wenn man besonders wertvollen Upvote hat, kann man auch entscheiden, wie viel Prozent man sozusagen vergeben möchte. Das heißt, von diesen 700 irgendwas Dollar, die ihr hier seht, ist höchstwahrscheinlich bisschen mehr als die Hälfte durchaus durch Bots gekommen. Das heißt, er hat auch wirklich dafür bezahlt, dass sein Video sozusagen mehr Einnahmen generiert. Das hört sich jetzt erstmal bescheuert an, macht aber insofern Sinn, als dass es natürlich so besser gesehen wird. Das heißt, diese Bots, die verdienen Geld damit, dass sie andere Leute upvoten und die haben quasi keine Ausgaben, weil sie natürlich hier auch sozusagen wieder das Ganze zurückbekommen. So ein bisschen zumindest, ganz grob. Und ja, das ist natürlich kritisch zu betrachten, meiner Meinung nach zumindest, denn so können quasi die Leute, die am meisten bezahlen, werden am ehesten gesehen. Aber ich vermute, da habe ich immer noch was nicht richtig verstanden. Ich bin immer noch am Anfang, ich habe das White Paper zwar gelesen und alles drum und dran, aber ja, ihr merkt, dass das Ganze nicht perfekt durchsichtig ist. Es ist eigentlich halt eine komplizierte Sache, wie halt jede Kryptowährung auch. Aber gut, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Für euch auf YouTube, beziehungsweise ab da hoffentlich auf DTube dann auch. Und ja, ich hoffe, euch hat es erstmal gefallen. Ihr seid da auch ein bisschen dabei. Und wenn ihr irgendwelche Einfälle habt, was ich genau machen soll, also dass ich nicht nur halt, keine Ahnung, das Ganze als Blog oder als Vlog benutze, sondern dass ich es auch irgendwie für meine Tutorials benutzen kann, die natürlich trotzdem weiterkommen werden, da könnt ihr ganz gerne mir einfach mal eine Nachricht schreiben, Kommentar schreiben. Ihr wisst, ich lese. Und, keine Ahnung, Nachrichten könnt ihr mir schreiben hier auf YouTube, beziehungsweise auf YouTube kann man, glaube ich, auch Nachrichten schicken. Ansonsten kann man da auch Kommentare schicken. Ihr könnt mir, keine Ahnung, auf Discord was schicken, im Forum was schicken. Ich glaube, ihr wisst mittlerweile, wo ich überall verfügbar bin. Gut, und ja, das soll es erstmal gewesen sein. Langes Video mal wieder. Ich habe viel gelabert, wenig gezeigt, aber ich glaube, es war trotzdem sehr interessant. Okay, das war's von meiner Seite jetzt wirklich und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.